Wenn Sarah nicht zufällig Dienstmädchen hier auf Königsbrunn wäre. Das ist sie aber. Carla, das ist jetzt nicht dein Ernst. Haltet mich für hoffnungslos altmodisch? Ich möchte nicht, dass sie an unserem Ausflug teilnimmt. Ey, die neue Lehrerin kommt. Oh, oh. Was ist? Bonjour, Messieurs, Dames. Paul, ey, das kann echt nur dir passieren. Verlieb dich in deine eigene Lehrerin. Willst du, dass sie uns sieht? Das wird sie eh nicht vermeiden lassen. Oder willst du dir einfach eine Tüte über den Kopf ziehen, bevor der Unterricht anfängt? Das ist nicht witzig. Doch klar. Also ich bin mal gespannt auf ihre Reaktion im Unterricht, wenn sie erkennt, dass du ihr Schüler bist. Sonderbar. Ich habe da gerade einen Wahnsinnstypen kennengelernt. Frauenheld und Student. Sieht dir irgendwie ziemlich ähnlich. Mann, jetzt hör doch mal auf. Was ist? Kommst du? Das glaube ich jetzt nicht, Carla. Weißt du, was ich gerade merke? Ich heirate einen Snob. Du kannst es dir ja noch mal überlegen. Ich bin kein Snob. Ach ja? Privat möchtest du nicht mit niederem Volk verkehren. Von Rechts wegen dürftest du dann auch keine publike Taxifahrerin heiraten. Das ist doch was ganz anderes. Wieso? Du bist nicht meine Angestellte. Ich finde, es verkompliziert die Dinge einfach, wenn man ständig zwischen Kumpel und Befehlsempfänger hin und her lavieren muss. Das wäre für diese Sarah doch auch nicht leicht. Und vielleicht will sie es auch gar nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass Sarah flexibel genug ist, um zwischen Arbeit und Freizeit zu unterscheiden. Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei, wenn die Angestellten alles über unser Privatleben wissen. Carla, wir wollen nicht dein Tagebuch lesen. Wir wollen bloß Inline-Skaten. Genau, was ist daran so geheim? Also gut. Wenn ihr unbedingt wollt. Hundefutter ist auch alle. Ach, Coco, nett, dass du wenigstens an alle Mitbewohner denkst. Na, bist du wieder witzig? Ich wollte bloß noch einmal daran erinnern, dass wir uns alle an den Einkäufen beteiligen. Und zwar zu gleichen Teilen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe das Geld von Herrn von Beinbach schon. Ich bin mir meinen Pflichten bewusst. Das sind ja ganz neue Töne. Kaffee. Es vergeht ja schließlich auch keine Minute, in der man hier nicht daran erinnert wird. Aber mal so ganz Interesse halber. Als guter Mitbewohner hat man dann doch auch gewisse Rechte, oder? Es war so klar, dass der wieder was plant. Kartoffelpüree. Worum geht's? Naja, was passiert, wenn mal einer von uns abends die Wohnung für sich alleine haben möchte? Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben eine arme Irre gefunden, die sich von Ihnen abschleppen lässt. Also erstens wüsste ich nicht, was sich das angehen. Und zweitens... Zweitens hätten Sie wohl gern sturmfreie Bude, was? Ja, sagen wir es mal so, ich wollte schon immer mal Frau Schneider zum Essen einladen. Aber sie möchte nicht. Und deswegen hat er sich gedacht, locke ich sie unter einem Vorwand hierher und... Jetzt mach dich doch bitte mal locker. Frau Schneider ist eine Lady, mit der kann ich nicht in irgendeine Schnitzelbude gehen. Und da meine Mittel, wie ihr wisst, zurzeit leider etwas beschränkt sind... Beschränkt trifft die Sache nämlich auf den Punkt. Und damit meint er nicht nur seine Finanzen. Hab ich mir gedacht, wenn ich hier was Leckeres kochen würde, könnte ich vielleicht... Wir sollen also abhauen. Ja, wenn das möglich wäre. Nun, ich will es mal so formulieren. Wir könnten uns natürlich unter gewissen Umständen ins Kino begeben. Also damit wären wir nach 2 Stunden wieder zu Hause. Wenn wir noch was trinken gehen sollen, kommt es schon. Keine Sorge, wir funken ihn schon nicht dazwischen.
Benjamin Zöllner? Hier. Gut. Dann fasse ich mal zusammen. Es fehlen Nora Amling mit Attest und Paul Brandner unentschuldigt. Der kommt aber bestimmt noch. In der Pause war er noch da. Ja, aber Paul ging's plötzlich nicht so gut und dann ist er nach Hause gegangen. Aber er bringt bestimmt morgen eine Entschuldigung mit. Hoffen wir mal, dass es nichts Ernstes ist. Stimmt irgendwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Alors, je suis Anne Siebert. Votre professeur de français. Holen wir Gregor im No Limits ab? Der kommt mit seinen Blades direkt zur Rheinpromenade. Auf den Dingen durch die Stadt? Der traut sich was. Um Gregor brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Der skatet schon seit Jahren. Oh, ich merke schon, ich bin von lauter Cracks umgeben. Da werde ich mich ja schön blamieren. Bei unserem letzten Ausflug warst du doch gut dabei. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Und seit damals bin ich nicht mehr gefahren. Das ist wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht mehr. Du hast mich noch nicht gesehen. Ich bin froh, wenn ich mich auf den Rollen halte. Oh, Sie haben bestimmt schon auf uns gewartet, während wir uns hier noch die Bäuche vollschlagen. Nein, ich kann doch nicht mitkommen. Ich habe plötzlich schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Na, wie gut, dass ein Arzt im Haus ist. Und der verordnet Ihnen bei Kopfschmerzen viel Bewegung an frischer Luft. Das hat noch nie funktioniert, leider. Sie wollen also tatsächlich meine ärztlichen Ratschläge in Zweifel ziehen, ja? Nein, aber... Das wollte ich Ihnen auch nicht geraten haben. Wie schlimm ist es denn wirklich? Kommen Sie, Sie können uns doch jetzt nicht hängen lassen. Aber... Jetzt drängen Sie doch nicht. Also in Wirklichkeit ist es so. Ich kann überhaupt kein Inlineskaten. Ich würde Sie alle bestimmt nur aufhalten. Du weißt ja gar nicht, wie gern ich das höre. Ich bin auch blutige Anfängerin. Und du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du mitkommst und ich nicht die Einzige bin, die sich zum Horst macht. Suchen Sie die Chefin? Sie ist sehr beschäftigt. Ich denke, Sie haben sich umsonst bemüht. Sind Sie jetzt das Vorzimmer von Frau Schneider oder was? Ach, da ist sie ja. Charlie. Oh, hallo Bernd. Schön, Sie zu sehen. Sie kommen gerade richtig. Ich brauche dringend eine Kaffeepause. Lassen Sie mir Gesellschaft? Mhm. Mit dem allergrößten Vergnügen. Ja, ich muss schon gestehen, es ist in meinem Leben ziemlich einsam geworden, seit Vanessa nach Berlin gezogen ist. Ach, Ihre Tochter fehlt Ihnen. Angelo, 2 Latte Macchiato, bitte. Für mich bitte nur einen Espresso. Danke. Charlie, ich bin etwas in Eile, aber was halten Sie davon, wenn wir heute vor unserer Tanzstunde noch ein Gläschen Wein bei mir trinken? Das wäre doch eine nette Einstimmung. Ja, warum nicht? Schön. Ich bringe den Wein mit. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich sorge selbstverständlich für alles. Aber das ist unnötig. Mein Weinkeller ist voll Ich bis dulde unter die keinen Decke. Widerspruch. Charlie, ich möchte mich endlich mal für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Also gut, wenn Sie unbedingt wollen, machen wir. Ich freue mich. Ich mich auch. Wow. Wo bleibt ihr denn, ha? Ja, gleich. Aber dein Bruder hat recht. Man verlernt's wirklich nie. Siehst du? Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Das ist auch dringend nötig. Ganz schön wackelig, die Dinger. Ja, aber nur solange man steht. Wenn man erst mal rollt, dann geht das fast von allein. Wenn Sie das sagen. Probieren Sie es aus. Na dann. Ja, genau. Sehr gut. Kommen Sie. Ich lerne das nie. Doch, natürlich lernen Sie das. Können Sie Schlittschuh laufen? Das ist aber schon ziemlich lange her. Das macht nichts. Sie müssen einfach gleiten. Ein Bein nach dem anderen. Ja, genau. Super. Schaut, ha? Das macht nichts. Was ist denn mit dir, du Verkehrsraudi? Pass auf, wie wär's mit einem kleinen Sprint? Die beiden warten schon. Oder hast du Schiss? Dich versäge ich auf einem Bein. Oh. Fahren Sie nur. Ich komme schon klar. Sehen Sie? Läuft doch wie geschmiert. Na dann mal los. Hey. Endlich, ihr Schnarchnasen. Was machst du für einen Stress?
Ja, hallo, alles klar? Jetzt red endlich. Hat sie gemerkt, dass ich nicht da war? Keine Panik. Ich habe ihr einfach gesagt, dass du dich nicht getraut hast, zuzugeben, dass du kein Student bist. Ich dreh dir gleich den Hals um. Reg dich ab. Ich habe behauptet, dir ist schlecht geworden, okay? Und der Name? Ist sie nicht misstrauisch geworden? Doch, sie hat kurz gestutzt. Aber ich glaube, das lag nur daran, dass ich so blendend aussehe. Du siehst gleich aus wie Rinderhack, wenn du mir nicht alles der Reihe nach erzählst. Hab ich doch schon. Aber gut, nochmal für liebeskranke Jungs. Sie hat nichts gemerkt. Gott sei Dank. Warum freust du dich denn? Spätestens in der nächsten Stunde fliegst du sowieso auf. Dazu wird's ja gar nicht kommen. Ich habe einen Plan. Gesichtschirurgie? Ich gehe einfach nicht mehr in ihren Unterricht. Zumindest so lange nicht, bis sie meine Gefühle dann erwidert. Geiler Plan. Und bis zum Abi spielst du Autodidakt? Wie wär's denn damit? Du engagierst jemanden bei einer Schauspielagentur, der dich im Französischunterricht vertritt. Das Geld dafür verdienst du dir wieder als Aktmodell. Vielleicht nimmt Anne ja auch Zeichenunterricht wie damals Carla. Es könnte interessant werden. Verarschen kann ich mich alleine. Mal im Ernst, Paul, weißt du noch, was hier los war, als deine Mutter herausgefunden hat, dass Lisa die Schule schwänzt? Danke für deine Unterstützung. Mann, was soll ich denn machen? Ich liebe die Frau. Und ich werde sie nicht einfach so aufgeben. Dem Ehepaar Singh servieren Sie bitte gleich 2 Gläser Champagner, die erwarten das. Und dann sagen Sie einen schönen Gruß und dass es mir leid täte, dass ich Sie nicht persönlich begrüßen kann. Ja, die Tanzstunde. Nein, heute muss ich sogar schon früher los. Ach, richtig. Wein bei Herrn von Beinbach. Ihnen geht aber auch nichts, Angelo. Frau Schneider, ich mische mich ungern in Ihre Angelegenheiten ein. Aber? Dieser von Beinbach ist doch ein krummer Hund. Und wenn der sich so ins Zeug legt, dann führt er garantiert was im Schilde. Angelo, Sie haben vollkommen recht. Mein Privatleben geht Sie überhaupt nichts an. Außerdem habe ich selbst genügend Menschenkenntnis, um unterscheiden zu können, ob es jemand gut mit mir meint oder nicht. Und bei Herrn von Beinbach mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Also hoffentlich liefern diese Fischheinis wenigstens pünktlich. Das ist der beste Fischladen der Stadt. Auf die können Sie sich wirklich verlassen. Das ist doch peinlich, dass so ein Laden nicht mal die einfachsten Sachen vorrätig hat. Einfachsten Sachen? Das sind für mich Rollmöps oder Kieler Sprott. Jana, ich kann Frau Schneider doch keine Rollmöpse vorsetzen. Sie legen sich ganz schön ins Zeug. Naja, für eine klasse Frau ist das Beste eben gerade gut genug. Oh Gott, ich habe die Blumen vergessen. Dann nehmen Sie doch Baccarat-Rosen. Ich würde rote kaufen, wenn Sie Charlie beeindrucken wollen. Das wollen Sie doch, oder? Jana, könnten Sie vielleicht für mich die Blumen besorgen? Ich habe dafür wirklich kein Händchen. Ja, mache ich. Wenn Sie das so lange nehmen. Ja, klar. So, und nun zu Ihnen. Meine Pläne mit Charlie, ja, die gehen Sie gar nichts an. Also haben Sie doch Pläne. Wie oft denn noch? Wir sind lediglich Freunde. Schön, dass Sie das von selbst einsehen. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Dass nicht mal Charlie so blöd ist, sich ausgerechnet auf Sie einzulassen. Also ich wette 100:1, dass Sie abblitzen. Warte, ich komme. Ich mach das. Ausgerechnet. Ja, bevor ich mir von euch nachsagen lasse, ich kann's meine Angestellten aus. Wenn Sie die Füße immer wieder hochnehmen, dann wird das nie was. Da unten sind Rollen dran. Die brauchen Bodenkontakt. Es ist nicht nötig, dass Sie mich auf meine Unzulänglichkeiten aufmerksam machen. Ich habe schon selbst gemerkt, dass ich alle aufhalte. Ach, Entschuldigung, das war doch kein Vorwurf. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie es geht. Ach, tatsächlich. Sie wollten mich doch von Anfang an nicht dabei haben. Das war mehr als deutlich. Dann brauchen Sie jetzt auch nicht auf hilfsbereit zu machen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, mich zu rasieren. Bloß weil man in der Wüste keinen Rasen mäht, wachsen da noch lange keine Rosen. Du bist ja eine große Hilfe. Bin ich auch. Ich will dich nämlich von einem Riesenfehler abhalten. Miesmacher.
Paul, warum kannst du dich nicht einfach mal in ein Mädchen verlieben, bei dem du auch eine Chance hast? Weil ich keine dumme Gans will. Anne, die ist klug, erfahren und sexy. Und mindestens 10 Jahre älter als du. Aber das weiß sie doch nicht. Und wenn sie sich erstmal in mich verliebt hat, dann spielt das Alter eh keine Rolle mehr. Ja, das hat ja bei Carla schon super geklappt. Boah, deine Schwester ist lesbisch, da hatte ich nie eine Chance. Ach, aber bei Anne Siebert schon, ja? Ja. Vergiss es. Wir schon sehen. Was ich sehe, ist, dass du dich zum Affen machst. Das ist sie. Hab ich doch gesagt. Hallo, Paul hier. Hi, Anne. Ja, ich habe gerade an dich gedacht. Kino? Ja, super Idee. Nein, überhaupt kein Problem. Ich hol dich ab. Ich mich auch. Okay, dann bis später. Kaum zu glauben, dass dieser Trümmerhaufen mal eine Küche war. Was machst denn du noch hier? Wolltet ihr nicht ins Kino? Hier ist eben für Sie abgegeben worden. Wurde auch Zeit. Was ist es denn? Der Hauptgang. Nimm die Finger von der Nachspeise. Hey, hey, hey. Ah! Das Vieh lebt ja. Ein Hummer? Mörder. Was hat die denn? Vielleicht findet sie die Zubereitung nicht so ganz appetitlich. Wieso? Ich kenne das aus dem Schneiders. Die armen Dinger werden bei lebendigem Leibe ins kochende Wasser geworfen. Aua. Schalentiere haben so gut wie keine Nervenstränge. Die spüren keinen Schmerz. Das sagen Sie. Naja, wie auch immer. Ich kann mich jetzt nicht mit Sentimentalitäten aufhalten. Und bis Charlie Schneider kommt, muss alles perfekt sein. Ich will schließlich Eindruck schinden. So, und jetzt raus aus meiner Küche. Bitte. Aber Sarah, das ist doch Quatsch. Wir freuen uns wirklich, dass Sie mitgekommen sind. Natürlich ist es nicht ganz leicht, gerade am Anfang, aber irgendwann kommt man da rein und dann macht's auch Spaß. Ich gehe nach Hause. Ist ja schon gut. Darf ich? Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Nicht nötig. Doch. Sie hatten recht. Ich war tatsächlich nicht begeistert, als ich erfahren habe, dass Sie mitkommen. Was Indiskretion über mein Privatleben angeht, bin ich ein gebranntes Kind. Ich hatte Angst, dass unter dem Personal die Runde macht, was ich so in meiner Freizeit unternehme. Keine Angst. Von mir erfährt niemand was. Ich leg für Sarah meine Hand ins Feuer. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Sie ist absolut diskret und glaubwürdig. Bin gleich fertig. Kein Problem. Wir haben ja noch massig Zeit. In der Schule hat es doch länger gedauert, als ich dachte. Das ist wohl immer so am ersten Tag. Wie ist es denn gelaufen? Gut. Nette Kollegen und... Ach, ich glaube, mit den Schülern werde ich auch klarkommen. Also ich für meinen Teil bin heilfroh, dass ich das hinter mir gelassen habe. An der Uni geht's auch um einiges lockerer zu. Was studierst du eigentlich? Ich? Mathe. Auf Lehramt? Tja, da werden wir eines Tages Kollegen. Vielleicht unterrichten wir sogar in derselben Schule. Das wäre doch lustig. Ja. Bald bin ich reich und dann esse ich jeden Tag Hummer. Nimm's nicht persönlich. Aber ich habe große Pläne mit Charlie Schneider. Sieh's mal so, dieses Dinner ist enorm wichtig für mich und du bist der Star. Ha! Und wenn alles klappt und die Dame endlich anspringt, bin ich bei dein gemachter Mann. Und das wäre dann dein Verdienst. Dein Tod ist also nicht sinnlos, kleiner gepanzerter Freund. Coole Taste und Planeten, ich will euch alle kneten. Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Bernd, hier ist Charlie. Ich hoffe, Sie hören das noch rechtzeitig ab. Wir haben hier ein Riesenproblem mit der Küche und ich bin leider unabkömmlich. Aber das mit dem Wein holen wir nach. Versprochen. Ciao. Haben Sie mal gesehen, wie Annie Friesinger sich in die Kurve legt? Die fährt auf Kufen. Sie müssen übersteigen. Achtung. Ja? Ich komme ja tatsächlich voran. Ich glaube, jetzt kann ich es auch alleine. Bitte? Ah, ich werde immer schneller. Wie sind hier die Bremsen? Sie müssen Kurven fahren. Die Arme. Haben Sie sich wehgetan? Nein, nichts passiert. Ich komme nicht mehr hoch. Oh, das haben wir gleich. Sind Sie nicht ein hübsches Paar? Ich weiß nicht, ob Leonard so schnell nach Cecils Tod schon... So habe ich das doch gar nicht gemeint. Sarah ist nett und die Ablenkung tut ihm gut. Er kann endlich wieder lachen. Du hast recht. So gelöst habe ich ihn seit dem Unfall nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich versuch's jetzt noch mal alleine. Ich versuch's mal zu dem Stand da drüben. Okay. Dann bringe ich auch gleich ein Eis für uns alle mit. Wenn Sie wollen, begleite ich Sie. Nicht nötig. Selbst ist die Frau. Unglaublich. Da können die uns nicht beliefern, weil sie mit einem einzelnen Hummer unterwegs sind. Naja, jetzt haben wir ja alles. Sherry für Frau Schneider. Und Sie verschnaufen erstmal eine Runde. Okay. Oh. Na, den Nachmittag habe ich mir auch anders vorgestellt. Riech ich nach Fisch? Nee, Sie duften wie eine Rose. Noch ein Cocktail. Die Dinger sind brutal teuer. Wir können uns das leisten. Dank Bernd. Hallo Jana. Na, schön, dass ihr mal bei mir vorbeischaut. Charlie, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist bei uns zu Hause. Oh ja, ich musste Bernd absagen. Wir hatten ein Problem mit der Küche. Oh, das wird ihn aber ärgern bei dem ganzen Aufriss, den er veranstaltet hat. Wieso Aufriss? Wir wollten nur ein Glas Wein zusammen trinken. Das ist ein Missverständnis. Er hat ein riesen Dinner gekocht. Ihretwegen meuchelt er wahrscheinlich gerade den wehrlosen Hummer. Für mich ein Hummer? Er wollte dich wohl beeindrucken. Oh. Ja, ich glaube, da war ich wohl etwas unfreundlich. Ich bin mir ganz sicher, dass Sarah nicht nachtragend ist. Oh, wenn das mal gut geht.